Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutsch einfach gemacht. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist, um ein kleines, aber unglaublich vielseitiges und mächtiges Verb der deutschen Sprache zu meistern. In unserer letzten Folge haben wir uns in Sprachkünstler verwandelt. Wir haben gelernt, wie wir mit Partizipien als Adjektiven ganze Handlungen in einem einzigen Wort malen können. Wie in die lachende Frau oder das geschriebene Buch. Wir haben also gelernt, wie wir Dinge und ihre Eigenschaften elegant beschreiben. Heute geht es um die Kunst des Delegierens, des Zulassens und des Aufhörens. Wir widmen uns dem Chamäleon unter den deutschen Verben, dem Verb lassen. Dieses Verb ist so viel mehr als nur das Gegenteil von nehmen. Es hat eine ganze Reihe von speziellen Funktionen, die für Deutschlerner oft verwirrend sind. Im Mittelpunkt steht heute seine wichtigste Funktion als sogenanntes Kausativverb. Das ist die Grammatik, die du brauchst, um auszudrücken, dass du etwas nicht selbst tust, sondern eine andere Person veranlasst oder beauftragt, es für dich zu tun. Es ist die Logik hinter dem Satz: Ich lasse mein Auto reparieren. Aber wir werden auch die anderen wichtigen Bedeutungen von lassen entschlüsseln. Wann bedeutet es erlauben? Wann bedeutet es aufhören? Und wie funktioniert die besondere Perfektform dieses Verbs? Am Ende dieser Folge wirst du die verschiedenen Gesichter von lassen sicher unterscheiden können. Du wirst in der Lage sein, wie ein Muttersprachler auszudrücken, ob du etwas selbst machst, es machen lässt, es erlaubst oder damit aufhörst. Bist du bereit, die Kontrolle abzugeben und andere für dich arbeiten zu lassen, zumindest sprachlich? Dann lass uns die Macht von Lassen entdecken. Die Hauptrolle lassen als Kausativverb, etwas machen lassen. Beginnen wir mit der wichtigsten und häufigsten Funktion von lassen für den Alltag. Das ist die sogenannte kausative Bedeutung. Das Wort kausativ kommt von causa, dem lateinischen Wort für Ursache. Ein Kausativverb beschreibt, dass das Subjekt nicht selbst handelt, sondern die Ursache dafür ist, dass eine Handlung von jemand anderem ausgeführt wird. Einfacher gesagt, du bist der Chef, der den Auftrag gibt. Die Struktur im Satz ist dabei immer dieselbe und erinnert stark an die Sätze mit Modalverben. Lassen, konjugiert auf Position 2, plus Akkusativobjekt plus Infinitiv des Hauptverbs am Satzende. Schauen wir uns den klassischen Beispielsatz an. Ich lasse mein Auto reparieren. Analysieren wir diesen Satz. Wer ist der Auftraggeber? Ich, das Subjekt. Was ist das konjugierte Verb? Lasse. Was ist das Objekt, mit dem etwas gemacht wird? Mein Auto, das Akkusativobjekt. Was ist die Handlung, die ausgeführt wird? Reparieren, der Infinitiv am Ende. Die Bedeutung ist klar. Ich repariere das Auto nicht selbst mit meinen eigenen Händen. Ich fahre in eine Werkstatt und ein Mechaniker, die ausführende Person, repariert es für mich. Ich bin die Ursache, der Auftraggeber. Diese Struktur ist unglaublich nützlich für alle Dienstleistungen. Ich lasse mir die Haare schneiden. Ich gehe zum Friseur. Wir lassen eine Pizza liefern. Wir rufen den Pizzaservice an. Sie lässt ihre Wohnung putzen. Eine Reinigungskraft kommt. Er lässt seinen Anzug reinigen. Er bringt ihn in die Reinigung. Wichtiger Punkt. Die Person, die die Handlung tatsächlich ausführt, der Mechaniker, der Friseur, wird in diesen Sätzen meistens nicht genannt. Warum? Weil sie entweder unbekannt, unwichtig
oder aus dem Kontext klar ist. Der Fokus liegt auf dem Auftrag und dem Objekt. Die zweite Bedeutung: lassen als erlauben. Jemanden etwas tun lassen. Kommen wir zur zweiten wichtigen Bedeutung von lassen. Es kann auch erlauben oder zulassen bedeuten. Hier geht es nicht darum, jemanden zu beauftragen, sondern ihm die Freiheit zu geben, etwas zu tun. Die Satzstruktur ist auf den ersten Blick identisch. Lassen konjugiert plus Person, Akkusativ, plus Infinitiv am Satzende. Der Unterschied liegt im Kontext und in der Bedeutung. Meine Mutter lässt mich heute Abend ins Kino gehen. Bedeutung: meine Mutter erlaubt mir, ins Kino zu gehen. Sie gibt mir die Erlaubnis. Der Lehrer lässt die Schüler im Unterricht diskutieren. Bedeutung: der Lehrer erlaubt den Schülern zu diskutieren. Er verbietet es nicht. Ich lasse dich nicht allein. Bedeutung: ich erlaube nicht, dass du allein bist, ich bleibe bei dir. Wie unterscheidet man die kausative Bedeutung von der Erlaubnisbedeutung? Meistens durch die Logik und den Kontext. Ich lasse mein Kind malen. Hier ist es klar, ich erlaube meinem Kind zu malen, ich beauftrage es nicht. Ich lasse ein Porträt malen. Hier ist es auch klar, ich beauftrage einen Künstler, ein Porträt zu malen. Die Struktur ist dieselbe, aber die Situation verrät dir die genaue Bedeutung. Die dritte Bedeutung ist lassen als aufhören oder nicht tun. Das Verb lassen hat noch eine dritte, sehr gebräuchliche Bedeutung, die oft in Aufforderungen oder als Ausdruck einer Entscheidung verwendet wird. Hier bedeutet es so viel wie etwas unterlassen, damit aufhören oder etwas nicht tun. Diese Bedeutung wird oft im Imperativ oder in der Redewendung etwas sein lassen verwendet. Imperativ: lass das. Bedeutung: hör damit auf. Tu das nicht. Imperativ: lass mich in Ruhe. Bedeutung: stör mich nicht. Man kann es aber auch in normalen Aussagesätzen verwenden. Ich lasse das Rauchen. Bedeutung: ich höre mit dem Rauchen auf. Wir sollten diese Diskussion besser sein lassen. Bedeutung: wir sollten diese Diskussion beenden. Diese Bedeutung ist oft mit einer negativen Konnotation verbunden. Man beendet etwas Unerwünschtes. Die Grammatikfalle. Das Perfekt von lassen. Jetzt kommen wir zu einem grammatikalischen Punkt, an dem selbst fortgeschrittene Lerner oft Fehler machen. Die Bildung der Vergangenheit von lassen, wenn es mit einem anderen Infinitiv verwendet wird. Man könnte denken, das Perfekt von ich lasse mein Auto reparieren wäre ich habe mein Auto reparieren gelassen. Aber das ist falsch. Hier kommt die sogenannte Ersatzinfinitivregel ins Spiel. Diese Regel gilt für lassen, die Modalverben und einige Verben der Wahrnehmung. Die Regel lautet: wenn lassen zusammen mit einem anderen Infinitiv im Perfekt steht, wird das Partizip 2 gelassen durch den Infinitiv lassen ersetzt. Die Formel für das Perfekt lautet also haben konjugiert plus Infinitiv 1 plus Infinitiv 2 lassen. Schauen wir uns das an. Presens: ich lasse mein Auto reparieren. Perfekt: ich habe mein Auto reparieren lassen. Nicht gelassen. Präsens: sie lässt sich die Haare schneiden. Perfekt: sie hat sich die Haare schneiden lassen. Diese Regel ist eine reine Formsache, die man auswendig lernen muss. Es ist eine Besonderheit der deutschen Grammatik, die aber in der gesprochenen Sprache absolut konsequent verwendet wird. Im Präteritum ist es übrigens wieder ganz normal. Präteritum: ich ließ mein Auto reparieren.
Ein Dialog zur Klärung. Alle Gesichter von lassen in Aktion. Um die verschiedenen Bedeutungen im Kontext zu sehen und zu hören, lass uns einen kurzen Dialog zwischen einem Vater und seiner Tochter Lisa belauschen. Lisa, was ist das für ein Lärm? Ich kann mich nicht konzentrieren. Lass bitte diese laute Musik. Entschuldigung, Papa, aber ich habe mein Zimmer aufgeräumt und meine Freundin Sarah hat mir geholfen. Danach habe ich sie zur Belohnung meine neue Konsole ausprobieren lassen. Analyse. Bedeutung 3. Aufhören. Der Vater fordert Lisa auf, die Musik auszumachen. Entschuldigung, Papa, aber ich habe mein Zimmer aufgeräumt und meine Freundin Sarah hat mir geholfen. Danach habe ich sie zur Belohnung meine neue Konsole ausprobieren lassen. Analyse. Bedeutung 2. Erlauben. Und zwar im Perfekt mit Ersatzinfinitiv. Lisa hat Sarah erlaubt, zu spielen. Das ist nett von dir. Apropos Zimmer. Ich sehe, die Wand hat einen Riss. Wir müssen die Wand neu streichen lassen. Analyse. Bedeutung 1. Kausativ. Der Vater will einen Maler beauftragen, die Wand zu streichen. Ja, das sieht nicht schön aus. Können wir das bald machen lassen? Und Papa, eine andere Frage. Lässt du mich am Samstag auf die Party von Max gehen? Analyse. Wieder Kausativ. Dann eine Frage mit Bedeutung 2. Erlauben. Lisa fragt nach der Erlaubnis. Ich weiß nicht. Ich muss mir das noch überlegen. Lass uns später darüber sprechen. Analyse. Bedeutung 3. Im Sinne von lass uns das auf später verschieben. In diesem kurzen Gespräch tanzt das Verb lassen durch all seine Hauptbedeutungen und zeigt seine unglaubliche Vielseitigkeit. Und damit haben wir das Chamäleon-Lassen von allen Seiten beleuchtet. Du siehst, es ist weit mehr als nur ein einfaches Verb. Es ist ein mächtiges Werkzeug, um Aufträge zu erteilen, Erlaubnis zu geben und Handlungen zu beenden. Lass uns die wichtigsten Erkenntnisse noch einmal zusammenfassen. Erstens, die kausative Bedeutung, etwas machen lassen, ist die wichtigste. Du benutzt sie, wenn du eine Dienstleistung in Anspruch nimmst. Die Struktur ist lassen plus Akkusativ-Objekt plus Infinitiv. Zweitens, die zweite Bedeutung ist die der Erlaubnis, jemandem etwas tun lassen. Die Struktur ist identisch, der Kontext macht den Unterschied. Drittens, die dritte Bedeutung ist aufhören oder unterlassen, oft im Imperativ. Lass das. Viertens, achte auf die Perfektbildung. Im Perfekt mit einem anderen Infinitiv benutzt man den Ersatzinfinitiv, also haben plus Infinitiv plus lassen. Mein Tipp der Woche ist, deinen Alltag durch die Lassenbrille zu betrachten. Jedes Mal, wenn du eine Dienstleistung in Anspruch nimmst, formuliere den Satz im Kopf. Wenn du beim Bäcker Brot kaufst, denkst du vielleicht nicht darüber nach, aber wenn du dein Fahrrad zur Reparatur bringst, sage dir selbst, ich lasse mein Fahrrad reparieren. Wenn du zum Friseur gehst, ich lasse mir die Haare schneiden. Indem du diese alltäglichen Handlungen bewusst mit der Lassenstruktur verbindest, wird sie für dich völlig automatisch. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn diese Folge dir geholfen hat, die vielen Gesichter von Lassen besser zu verstehen, freue ich mich riesig über deine Unterstützung. In der nächsten Folge widmen wir uns einem sehr nützlichen, aber oft übersehenen Thema. Es geht um Sätze mit dem unpersönlichen Es. Wir werden lernen, wie wir mit es über das Wetter sprechen, es regnet, wie wir allgemeine Aussagen treffen, es ist wichtig, dass und wie wir die Existenz von Dingen beschreiben mit der berühmten Wendung es gibt. Bis zum nächsten Mal bei Deutsch einfach gemacht. Tschüss und alles Gute.